Muss Kunst eine klare Botschaft haben? Nein, Kunst muss gar nichts. Muss einfach stimmen. Ja, und überall steht es ja drin, in den Vedas zum Beispiel auch, gibt es ja dieses Hexagon. Also der Stern mit 6 Punkten. Und das sind eigentlich 2 Dreiecke, die ineinander greifen. Das eine Dreieck kommt von oben, das andere Dreieck kommt von unten. Und zusammen ergeben die den Stern. Und das ist das Symbol für Anahata Chakra, Herzchakra, das größte magnetische Zentrum im Körper. Wenn du etwas an der Welt verändern könntest, was wäre das? Gar nichts. Wie kannst du die Welt verändern? Also dieses Sofa ist definitiv die Welt. Ich kann zum Beispiel dieses Sofa auseinanderbauen und habe die Welt verändert. Das ist absolut eine Definitionssache. Was würdest du an den Menschen verändern? An welchen Menschen? An allen Menschen? Ja. Gar nichts. Hast du Ziele, die du verfolgst? Selbsterkenntnis. Aber meine Herangehensweise ist zum Beispiel, durchs Machen mich selber zu finden. Ich nehme jetzt dieses Video auf aus einem Impuls heraus, den ich in mir verspüre. Aus einem Wunsch heraus, das zu teilen, was ich in mir trage. Dadurch kreiere ich, dadurch bin ich. Und wenn ich wirklich die ganze Zeit bin, dann bin ich wie gar nicht da. Dann bin ich wie Teil von etwas viel Größerem. Ist jede Tat von dir geleitet von etwas Größerem? Ja nun, das ist halt die Kunst zu erkennen. Was ist persönlich und was ist größer? Wie würdest du das unterscheiden? Wahrheit und keine Angst. Dann kommst du irgendwann von selber dahin. Glaubst du, dass man auch zu etwas gerufen wird von etwas Größerem, aber doch Angst hat, es zu tun? Natürlich. Sonst wäre es ja uninteressant. Dann wäre es ja in einem Fingerschnipp erledigt hier, diese Weltgeschichte. Dann gäbe es keine Polarität. Glaubst du, die Angst hat einen Sinn dahinter? Die Angst hat einen Namen. Das Imperium. Schimali. Schafeld, hallo? Timo, Ja. hier ist Patrick. Hallo Patrick. Du hast mir heute Morgen auf meine Nachricht oder beziehungsweise unsere Nachricht geantwortet und ich weiß nicht, ob meine angekommen ist. Ah, jetzt, ja klar. Deshalb können wir so mal reden Mhm. und vielleicht einen Termin ausmachen. Gut, dann machen wir noch nächste Woche, wenn das entspannter ist für euch. Ich schau mal eben, ja, für Montag. Ja, das passt. Können wir machen. Wir freuen uns auch mega. Mega, das wird cool. Das Video hat uns richtig getroffen. Nice. Alles klar, hör mal, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Zeremonie. Ja, Zeremonie. Ja, also, wollte ich mal eine Frage stellen? Ich bin ready. Hier jetzt schon haben wir gerade richtig die Hochzeiten gechannelt, mega geil. Hier habe ich eine kleine Wand vorbereitet, einfach so, gerade aus dem FF, aus dem Handgelenk, aus dem Fluss. Vielleicht mache ich nachher nochmal einen Recap dadurch. Aber jetzt hat eigentlich der Nihat sich ein paar Fragen überlegt, so einen Fragenkatalog, so 10 bis 15 Fragen hat er sich überlegt. Da gehen wir dann zusammen durch. Ich freue mich drauf. Wenn man nicht tiefenentspannt ist, ist man gestresst. Gestern hatte ich eine Kröte auf dem Arm zum Beispiel. Mega. Und ich habe 2 Hirsche gesehen. Ich war eigentlich unterwegs, um die Situation mit meiner Gasflasche zu lösen. Auf dem Rückweg habe ich so einen Frosch gesehen, habe dann meine Hand ausgestreckt, mir auf die Hand gesprungen und wollte dann auch gar nicht mehr weg. Und dann habe ich gedacht, ach ja, wie cool. Und dann habe ich den mit hochgenommen bis hier und ich muss sagen, schon gemerkt, wie wir uns da verbunden haben. Der hat sich hier auf meinen Puls gelegt und ist dann auch immer ruhiger geworden. Und nachher, als ich ihn runternehmen wollte, fing er an zu quaken. Der wollte nicht weg. Er wollte nicht weg. Und der Hirsch auch. Und ich wollte ihm auch in die Augen gucken. Und dann habe ich aber den Moment leider ein bisschen verschwendet, weil ich habe versucht, ein Foto zu machen. Und dann ist er natürlich weggerannt. Aber eigentlich war der Moment so schön. Ich glaube, der Hirsch war erstmal neugierig, dann zufrieden. Wir haben uns wie beschnuppert mit den Augen und er wahrscheinlich auch mit der Nase. Und dann ist es, glaube ich, in Angst umgeschlagen, als ich das Handy gezückt habe
dann weiß er nicht mehr, oh, er kann das nicht mehr einordnen, weißt? Und dann bekommen die Angst. Aber wenn man einfach ist, im Hier und Jetzt, dann haben die auch Vertrauen und bleiben da, wo sie sind. Aber sobald du irgendwelche Pläne aushexst in deinem Kopf, denken die, fuck ey, lieber weg, schnell weg, sicher ist sicher. Hattest du das schon immer, das Einfühlen in die Tiere? Ja. Schon als Kind? Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, sind Menschen auch Tiere? Die allermeisten sind nichts anderes. Ne? Die allermeisten? Ja. Das heißt nicht alle? Nee, natürlich nicht. Das sind nie alle. Also, ich habe da mal was ausgefunden. Ja? Du kennst ja das System von den 7 Chakras. Ja. Und ich habe das aber ein bisschen vereinfacht, nämlich in 3 Chakras. Und zwar gibt es das untere Chakra, wo das Tier ist. Dann gibt es das obere Chakra, wo Gott ist. Und dann gibt es das mittlere Chakra, wo der Mensch ist. So. Und das ist aber Scale, also das ist eine Graustufe. In dem Fall Regenbogenstufe. Von bis. Kein Licht bis Licht. Weniger bewusst nach mehr bewusst. Von dunkel nach Licht. Wenn man sich damit jetzt noch nie beschäftigt hat, ist es wahrscheinlich schon nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Aber kann man auf jeden Fall mal einfach annehmen und damit durchs Leben gehen und schauen, fühlen, reinspüren. So mache ich das meistens mit Sachen, die ich noch nicht kenne, Konzepte, die ich noch nicht kenne. Die nehme ich dann einfach mit und schaue, wo ich Synchronizitäten in meinem eigenen Leben damit finde und versuche mir so das Konzept zu bestätigen und zu lernen. Und das Ding ist, fürs Göttliche, sagen wir mal, brauchst du beides. Du kannst nicht dein Tier ignorieren und versuchen ins Göttliche, das funktioniert nicht. 7 Chakras kann schon mal sehr überwältigend sein. Aber mit Tieren kann sich doch jeder irgendwie wenigstens ein Stück weit identifizieren. Aquarell habe ich gern, ja. Ich habe mal einen Boulder-Opal gekauft. Der hat 300 Franken gekostet. Dann habe ich den angezogen und dann hat mein Herz angefangen zu schmerzen. Dann habe ich das 2 Tage angelassen, in der Hosentasche gelassen sogar und immer noch im Schmerzen. Ich so, mein Gott, was ist denn das? Und dann bin ich zurück zu dem Steingeschäft, habe gesagt, ich möchte den gerne zurückgeben, weil ich krieg komische Träume, mein Herz tut weh. Und dann sagt die Frau mir, ja, aber das ist ein gutes Zeichen, das heißt, der Stein arbeitet mit dir. Was soll ich denn machen? Ich kann den nicht tragen, der hat jetzt so viel Geld gekostet, ist ein bisschen schade. Dann sagt sie, ja, behalt den nochmal, der richtige Moment wird kommen. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte den Stein gerne zurückgeben. Dann habe ich eine Gutschrift bekommen. Dann habe ich mir irgendein anderes Zeug gekauft und dann wollte ich aber trotzdem irgendwann den Opal wieder haben. Dann bin ich ja hin und dann war der Opal natürlich weg. Schade. Denke ich, dass jeder Mensch seine eigene Farbe hat oder können wir alles sein? Ich glaube, man kann alles sein. Sehr philosophisch. Ey. Ich bin kein Philosoph. Dafür bin ich zu bäuerlich. Bäuerlich? Wieso spielst du denn Schach, wenn du zu bäuerlich bist? Weil ich bin ein schlauer Bauer. Ein schlauer Bauer, der gerne Kunst macht. Machst du Kunst? Nein, aktuell nicht. Wieso denn? Oh, schade. Oh, schade. Schade, aber es passiert so Sachen, weißt du? No risk, no. Was ist mit deinem Gehirn los? Nimm einfach ein bisschen Ginseng, Bruder. Ich hab das Zeug nicht gern. Ja, deswegen sollst du es ja nehmen. Habe ich doch gerade die Geschichte erzählt, oder nicht? Wieso mache ich keine Kunst? Gute Frage. Ich habe Angst, dass es nicht schön wird. Wie Quarks gesagt hat, Fear and art don't belong in the same room. What did he say? Was hat er gesagt? Fear and art. Fear and art. What the fuck is that? Du sollst nicht holländisch mit mir sprechen. Hey. Ja. Aber was wolltest du wissen? Was Gox gesagt hat. Ja, wieso du keine Kunst machst? Wegen Angst, oder? Ja, ich hab dir gesagt. Und dann hat Quarks gesagt, Fear and art doesn't belong in the same room. Fear and art. Dein Akzent ist ein bisschen komisch, wenn du Englisch sprichst. Tja, was soll ich machen? Tut mir leid, ich spreche leider nur 7 Sprachen. Es tut mir leid, dass ich... Nein, sprichst du nicht. Spreche ich nicht? Du sprichst 6. Stimmt, der recht. Mich erwischt. Same thing, aber cooler. I do want to make more art. I do want to. Spricht der Englisch, Leute? Gut zu hören, ne? Ich weiß nicht. Untertitel.
Vielleicht später. Hm? Kannst du ruhig Englisch sprechen. I did a drawing yesterday. I want to do it more often. Wir müssen auch, glaube ich, aufhören jetzt, weil Schon viel, ne? da muss man ja alles anschauen. Ja. Auf eine andere Art und Weise, ich wieder wie liefern. Ne? In welchen Bereichen der Kreativität würdest du dich gerne weiterentwickeln? Film, Geschichten erzählen, Englisch. Ja, also so viel. Ich würde auch gerne mich weiterentwickeln im Visuellen, also mit dem Malen. In diesem interdisziplinären Kunstwerk namens The Arthouse Spaghetti. Deswegen steht eigentlich wie der ganze Raum hier zur Verfügung für Kunst. Und da möchtest du dich nicht in einem Bereich festsetzen. Du willst Ganzheitlich. Ja. Also ich sag mal so, Kunst, das eine, Malen ist ja ein Handwerkszeug zum sich ausdrücken. Film auch. Das kann mein Werkzeug sein, um die Kunst zu kanalisieren. Dafür muss ich das Werkzeug aber erstmal lernen. Was mache ich damit? Und jetzt kann ich natürlich nur mich auf Kunst fokussieren oder nur aufs Klavier, ja? Diese 88 Tasten da. Und kann da die komplette Kunst reinzaubern, oder? Kunst ist dahinter. Und heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten und die möchte ich gerne nutzen, um insgesamt Kunst zu machen. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss einfach das größere Ganze beherrschen. Und das reizt mich, diese Freiheit. Und meine Grenze in dem Fall ist The Arthouse Spaghetti. So wie für einen Maler die Grenze das Blatt ist. Was ist Kunst? Also es gibt ja viele Leute, die das Klavier beherrschen und vielleicht sehr schön spielen können, aber machen die Kunst? Weiß ich nicht. Nicht immer, würde ich sagen. Wie definierst du Kunst? Habe ich hier gerade versucht zu erklären. Das war aber keine Definition. Oder du hast sie nicht verstanden. Man kann es nicht festlegen. Du hast Dann ist es gesagt, keine Kunst mehr. Noch eine Oktave höher. Es ist immer was anderes. Du hast quasi eine Inspiration. Und du versuchst die auszudrücken. Das ist Kunst. Objektiv gibt es nicht. Also nicht, wenn der Beobachter und das Beobachtete das Gleiche sind. Denkst du, Kunst ist immer Wahrheit? Ja. Und was ich, wenn ich auf den Boden kacke und sage, das ist Kunst? Kann ich das entweder glauben oder nicht? Es gibt es ja oft genug heutzutage. Leute sagen, das ist Kunst. Ja. Es geht nicht. Glaubst du, Kunst muss immer schön sein? Natürlich nicht. Schönheit ist ja nur eine Facette von. Glaubst du, die Menschen brauchen Kunst? Definitiv. Wieso? Definitiv. Wieso? Ja, aber sonst ist tot. All-cool. Entnahme des Geistes. Tote Materie. Keine Glocken mehr. Ding, ding, ding. Keine Tänze mehr. Keine Schönheit mehr. Keine wirkliche Schönheit. Tote Materie. Wenn du nicht Kunst machen würdest, was würdest du tun? Ich habe mich eigentlich bis vor sehr kurz nicht damit identifiziert, mit Kunst machen. Alles Mögliche gemacht. Das ist halt das, glaube ich, wenn man weiß, was man macht, dann macht der Rest einfach keinen Sinn mehr. Vor allen Dingen, du kannst das andere nicht mehr tun, weil erstmal ist natürlich rauszufinden, was du zu tun hast. Und dann macht alles Sinn zu machen und zu finden und du bist ein Suchender. Aber wenn du weißt, was du zu tun hast und dann machst du was anderes, ist Haram. Ja? Blasphemie. Bedeutet Haram für dich? Ja. Nicht erlaubt. Wenn ich jetzt zum Beispiel trainieren gehe, ist das für dich auch Kunst? Ist Trainieren Kunst? Nein, würde ich nicht sagen. Aber es ist Training. Du trainierst, um Kunst zu machen. Aber ich könnte... Zum Beispiel, wenn ich jetzt Gesichter malen kann, dann male ich Gesichter. Das ist aber noch keine Kunst. Ich lerne gerade. Ich bilde einen Skill. Dann ist Kunst, wie man etwas tut. Nee, Kunst ist für dich etwas Bestimmtes. das ist etwas ganz Bestimmtes. Ist für dich Leben auch eine Kunst, wie man sein Leben lebt? Ja, kann natürlich wunderschöne Kunst sein. Ne? Am Ende ist es ein Kunstwerk, aber im Prozess ist es Kunst. Kann wunderschöne Kunst sein. Denkst du, dass man sein Leben wie ein Kunstwerk leben kann, ohne selbst Kunst zu erschaffen? Das widerspricht sich. Nein. Also ohne zu malen, ohne Filme zu machen, ohne Fotos zu machen, ohne Klar.
Gedichte zu schreiben. Ja, natürlich. Man kann trotzdem sein Leben wie eine Kunst leben. Um das Ganze mal in anderen Worten zu sagen, man kann sein Leben tatsächlich kunstvoll leben, ja. Ohne zu malen, Also ohne dann zu würdest du mir schreiben, zustimmen. ohne zu Filme machen oder was. Natürlich. Und was denkst du, ist das schlaggebende Element? Schlaggebende Element. Das- Inspiration, Verbindung, Liebe, Vertrauen, kann man sagen. Ist für dich Kunst mit Spiritualität verbunden? Na klar. Ausdruck derselbigen. Würdest du sagen, dass das für dich die Quelle der Kunst deine Verbindung zu Gott ist? Das ist ein bisschen weit gefasst, aber man kann sagen, ja, aber alles kommt aus dieser Quelle. Kann Trauer Kunst sein? Das ist ja mal eine Frage. Ey. Trauer ist in erster Linie immer Trauer. Würde ich jetzt nicht zusammenschmeißen in einen Topf. Hast du noch nie einen schönen, traurigen Film gesehen? Doch, natürlich. Dann kann Trauer Kunst sein. Nee, die Trauer ist ja nicht die Kunst. Es ist ein Teil davon, von was Größerem. Es ist schwierig zu nageln. Es geht nicht. Nächste Frage, bitte. Filmmaterial hat ja früher nochmal Geld gekostet. Ne?